Hallo ihr lieben Jungfrauen, wir schauen in euren nächsten Monat in die kollektiven Energien. Was steht uns zur Verfügung? Was sind die allgemeinen Tendenzen? Das ist ein Kollektivorakel. So, gucken wir mal. Habt schon mal ganz gute Voraussetzungen, dass irgendwas in eurer Umgebung, was bisher so ein bisschen blockiert war oder die Energie nicht so flüssig, die Dinge ungeklärt, jetzt in den Flow kommt. Ihr habt ja in der Mitte die Blumen drin, ne? Das sind so die Energien, da kriegt man mal ein Geschenk, da kann etwas aufblühen. Da finden sich günstige Gelegenheiten, auch irgendwelche Energien, die bisher, ja, ich würde es mal nennen, verzögert waren oder nicht flüssig, einfach wieder mehr in Schuss und in Fahrt kommen. Wir haben unten dran für euch die Sterne. Das heißt für mich hier auch, dass ihr einen Monat habt, in dem ihr klärt, in dem ihr vielleicht auch Dinge gut wandeln könnt oder in ein anderes Licht rücken. Möglicherweise habt ihr hier sogar die Möglichkeit, dass ihr euch eine neue Seite des Buches aufschlägt, also ein ganz neues Kapitel, kann hier zusammenhängen mit Neubeginnen am Beruf, in der Umgebung, Häuslichkeit oder aber auch in der Liebe. Wir sehen hier ein mögliches Gegenüber, wo sich, sagen wir mal so, die Türen öffnen, ein Neubeginn ansteht. Das kann hier sogar sowas sein wie ein neuer Partner, der euch über Krisen der Vergangenheit ja, hinweg hilft, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber der euch die Vergangenheit mehr stehen lassen kann. Hilft, die Vergangenheit mehr stehen lassen zu können. Hier wird die Liebe an sich angezeigt. Ein bisschen auch als schicksalshaftes Thema. Ne? Es geht darum, da wo Blockaden waren, wo ihr vielleicht neu was starten wolltet, dass das jetzt in den Flow kommt, mit einer guten, gebenden Energie. Vielleicht auch für einen oder anderen überraschend. Das sind so die Leute, da rechnet man nicht damit, dass die einem ins Leben treten. Für einen oder anderen sieht man Veränderungen am im häuslichen Bereich. Es kann ein Umzug sein, eine Sache, wo ihr euch sehr um euer häusliches Umfeld bemüht. Berufliche Dinge, berufliche Veränderungen können hier auch sein. Da mag der ein oder andere eine kleine Idee haben und sie umsetzen können. Liegt so ein bisschen die Arbeit dabei an Herzensprojekten, ne? Etwas, was dir wichtig ist. Möglicherweise hast du hier auch lange an deinen Herzensangelegenheiten gearbeitet und hier kann die Veränderung kommen. Ich sehe hier auch für den einen oder anderen, dass ihr einen Konflikt in ihr habt, zum Beispiel mit einem Ex-Partner, mit einem Partner aus der Vergangenheit, wo euch immer noch irgendetwas auf dem Herzen liegt, dass das so mehr in die Lösung kommt. Ein Monat, wo ihr auch so ein bisschen regenerierende Energien habt, wo etwas, was sich nicht gut angefühlt hat, sich verändern kann, in eine andere Qualität gehen kann. Aber die besten Tendenzen sind hier wirklich an der Arbeit am oder im partnerschaftlichen Bereich. Also ich sehe hier, dass sich so Dinge, die mit Liebe, Partnerschaft zu tun haben, ganz gut darstellen lassen. Das ist so wie ein herzenserfrischender Neubeginn mit einem Partner oder auch ein neuer Partner, der hier zu sehen ist. Und tatsächlich auch die Arbeit, die hier gute Früchte bringt. Also es sieht so aus, als würden sich die Dinge, an denen ihr wirklich mit Herzen dran arbeitet, für euch zeigen und auch umsetzen lassen.
So, schauen wir mal, was ihr hier noch mitkriegt. Ihr dürft hier den Fokus ein bisschen halten, ne? Fokussiert sein in diesem Monat. Wir haben hier das Auge, das alles sieht, ne? Also auch diese Tendenz, wo man, sage ich mal, den bestimmten Weitblick hat, wo man das, was man anpackt, auch auf die längere Frist gut umsetzen kann. Und ihr habt auch unten noch das Thema Kommunikation. Also irgendwie werdet ihr hier wohl Dinge arrangieren, die euch langfristige Ergebnisse in der Liebe und vor allem im Arbeitsbereich bringen. Außerdem alles, was die Umgebung so mitbringt oder wo ihr euch aufhält, hat hier sehr schöne Qualität. Achtet hier auf eure Worte, drückt euch aus, haltet auch nichts zurück von dem, was ihr gerne sagen wollt. Bringt etwas in Bewegung, das euch schon länger am Herzen liegt. Und an sich hier in der Mitte, ne? Das passt jetzt hier sehr gut, denn wenn du etwas aufblühen lassen möchtest, dann hast du hier über die Kommunikation und den Fokus darauf wirklich auch ein Ergebnis, das dir langfristig gute Früchte bringt. Schön, ihr Lieben. Denkt daran, Kollektiv-Orakel. Ich nenne hier nur die Stichpunkte, die das kleine Kartenblatt hier hergibt. So, guckt mal, ihr habt den Phönix mit Auferstehung und Wandel. Also aufblühen, etwas wieder verwandeln in etwas, das Früchte bringt. Ja, und der Phönix sagt euch hier, dass jetzt etwas kommt, wo ein Licht am Ende des Tunnels ist. Also ihr seht irgendetwas, ihr kommt an ein Ziel an. Man hat sich hier von vielem befreit, sich von Einschränkungen auch getrennt. Also ihr habt euch den Weg wieder frei gemacht. Und ihr könnt jetzt wieder neu beginnen, unbeschwert etwas anfangen, also Herzensprojekte auch umsetzen. Und es scheint hier irgend so ein Wendepunkt in deinem Leben zu sein, wo es jetzt wieder wichtig ist, dich zu fokussieren auf das, was dir am Herzen liegt. Ja, und wenn der Phönix sich zeigt, dann kündigt er große Hilfe aus den geistigen Reichen an. Es gibt so ein bisschen einen Segen über deine Kräfte, die du hast, damit du gut damit umgehen kannst. Das sind die Wunden oder die Tränen der Vergangenheit nicht mehr so wichtig. Man guckt nach vorne, es kommen neue Lebensgeister, es gibt Wenden. Du hast so ein bisschen mehr diese Energie wieder, die dir zur Verfügung steht, deine Sachen umzusetzen. Und es geht wirklich darum, nach vorne zu gucken, den ersten Schritt zu tun, mit Fokus eben auf langfristige Ergebnisse neu zu beginnen. Also fast schon so ein bisschen wie ein neuer Lebenszyklus, der dich wieder ein bisschen mehr strahlen lässt, liebe Jungfrau. Ich wünsche dir einen schönen Monat. Ich drücke dich bis bald.